Ich habe satt, die Gefangene in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Verstand zu sein. Diese Woche war für mich eine sehr durchwachsene Woche. Es war ein Auf und Ab von meinen Gefühlen. Es war Wut da, es war ein sentimentales Gefühl da, es war Traurigkeit da, in sich eingekehrt sein, aber auch Freude erleben. Es war wirklich sehr von Ups und Downs geprägt und ich startete quasi auch nicht ein neues Projekt, aber eine neue Art und Weise, wie ich mich auf Social Media präsentiere, wie ich mich auf Social Media zeige, wie ich meinen Content gestalte. Ich habe das Gefühl, ich habe da so irgendwie eine Truhe in mir geöffnet, die es mir erlaubt hat, noch tiefer einzutauchen und da, wie ich an einem bestimmten Punkt angelangt bin, ein altes Muster aufzulösen, es zu sehen, zu erkennen und zu verstehen. Da ist auch in mir diese Wut hochgekommen. Ich habe es satt, mich zu verstecken. Ich habe es satt, mich zu schämen. Ich habe es satt, mich klein zu halten. Und am Sonntag war ja Vatertag bei uns in Österreich, am 14. Juni. Und es war so ein schöner Tag. Mein Vater hat uns eingeladen, mich und meine Kinder. Und es gab einen schönen Moment im Garten, wo mein Bruder und ich bei meinem Vater zusammengesessen sind. Und ich habe meinem Vater einen Brief geschrieben. Ich habe ihm auch ein kleines Traumbüchlein geschenkt, wo er seine Träume aufschreiben kann, um sich vor Augen zu führen, was schlummert da noch in mir, was möchte ich vielleicht noch verwirklicht bekommen in diesem Leben. Und auch da habe ich ihm ein paar Impulse reingeschrieben und eine Süßigkeit dazu, weil er ein Pistazienliebhaber ist, habe ich ihm da so eine Pistazienschokolade gekauft. Und mein Bruder hat sich dazu gesetzt und er hat ihm auch ein wunderschönes Büchlein geschenkt und ein paar Worte dazu gesagt. Und es hat sich ganz intuitiv ein wunderschöner Moment zwischen meinem Vater, meinem Bruder und mir ergeben. Und da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, es hat mich 37 Jahre lang keiner gekannt, als wäre ich 37 Jahre lang mit einer Maske durchs Leben gegangen, als hätte keiner verstanden, gesehen, gefühlt, wie es in mir drinnen ausschaut, wer ich wirklich bin, was ich fühle. Denn nach außen hin war ich immer sehr kontrolliert, sagen wir es so. Ich war nach außen hin sehr kontrolliert. Ich war nach außen hin immer die starke, souveräne, die alles im Griff hat, die alles unter Kontrolle hat, ja, aber auch die eigenen Gefühle wegkontrolliert hat. In mir drinnen hat sich sehr oft in meinem Leben alles sehr intensiv angefühlt. Wie ein Tornado, ja. In mir hat es oft aufgebrodelt, aber ich trug das alles in mir drinnen. Ich habe mich so oft nicht getraut, etwas auszusprechen, so oft nicht getraut, etwas zu sagen, meine Meinung zu sagen, Kontra zu geben. Ich habe so oft einfach den Mund gehalten. Und in mir drinnen hat's gebrodelt, hat's gearbeitet. Es haben sich Schlafstörungen manifestiert. Ich habe wochenlang oftmals, meine Gedanken sind da wochenlang um ein Thema gekreist. Wie oft bin ich bestimmte Situationen durchgegangen und habe mir gedacht, wie hätte ich da reagieren können? Habe darüber geträumt, wie ich den Leuten meine Meinung sage, den Mund aufmache und den Leuten es nicht erlaube, über mich drüber zu steigen, auf mir rumzutrampeln, mich ungerecht zu behandeln. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, diese ganze Wut ist in mir hochgekommen. Es ist alles hochgekocht, was ich 37 Jahre lang in mir drinnen getragen habe, in mir gebrodelt hat. Und ich habe gesagt, ich habe es satt. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr mich selbst isolieren, mich selbst schämen für das, was ich erlebt habe. Zu dem Menschen, dem ich geworden bin. Ich habe es satt, mich zu verstecken. Und ich habe in den letzten 8 Jahren immer wieder den Impuls verspürt, mich auf Social Media zu zeigen und bin aber immer wieder an eine Grenze gestoßen und habe mir das selbst immer wieder kaputt geredet, indem ich gesagt habe, ich bin nicht gut genug. Ich habe Angst, mich wahrlich zu zeigen. Ich habe Angst, dass Menschen eine Schwäche in mir erkennen, dass Menschen erkennen, dass ich schwach bin.
dass ich vielleicht doch nicht alles im Griff habe, ja, dass ich nicht perfekt bin, aber so habe ich mich nach außen hin gezeigt. Versucht, die zu sein, die alles weiß und alles kann. Und das ist aber sehr, sehr anstrengend. Es ist sehr, sehr anstrengend zu versuchen, alles alleine zu schaffen, alles im Griff zu haben und niemanden zu erlauben, an seiner Seite zu sein und dass mir jemand hilft. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und in den letzten 4 Jahren auf meiner Heilreise, ich habe mich jetzt hingesetzt, es ist Samstag, 20.06. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und habe mir gedacht, ich zeichne mir einen Zeitstreifen, einen Zahlenstrahl auf, ja, so eine Timeline. Und ich fange bei meiner Geburt an und höre bis jetzt auf und schreibe mir alles auf, was für mich prägende Momente in meinem Leben waren. Wo ich enttäuscht wurde, wo ich einsam war, wo ich traurig war, wo mir das Herz gebrochen wurde, wo ich Menschen verloren habe. Und wie habe ich da in diesen Situationen, Lebensjahren gelebt? Ja? Und das möchte ich gerne mit euch durchgehen. Also ich habe nämlich diese Woche 2-3 Tage gehabt, wo ich sehr sentimental war, wo ich sehr in mich gekehrt war. Und ich auch immer stärker das Gefühl in mir verspürt habe, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Es ist mir egal, was die Menschen von mir denken und von mir halten. Mir ist es für mich jetzt wichtig, offen zu sprechen und ehrlich gegenüber mir selbst zu sein. Und mich nicht mehr für meiner selbst zu schämen. Ich möchte einfach jetzt in meiner inneren Welt, die ich so viele Jahre verborgen habe vor der Welt, dem möchte ich jetzt die Bühne öffnen, dem möchte ich Ausdruck verleihen. Und das tue ich hier für mich in erster Linie, damit ich das endlich alles ausdrücken kann, was in mir lebt, denn ich möchte nicht mehr dieser einsame, isolierte Mensch sein, der so viel Schmerz in sich trägt und sich dafür schämt, was mir widerfahren ist, sondern ich möchte jetzt leichter durchs Leben gehen, fröhlicher und freier durchs Leben gehen. Und ich glaube, Befreiung fängt genau da an, indem man sich erlaubt, einfach zu sein. Und das möchte ich jetzt auch machen. In meiner Kindheit haben sich meine Eltern getrennt und auch ziemlich zeitgleich ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Und ich habe in meinem Zahlenstrahl aufgeschrieben, wie ich mich da gefühlt habe. In erster Linie ein Bild kommt in meinen Kopf, dass da meine Großeltern präsent waren. Nämlich einerseits wurde ich von den Eltern meiner Mutter betreut und andererseits auch von den Eltern meines Vaters betreut. Also deswegen war für mich das Bild Großeltern sehr, sehr einprägsam für mich. Und in dieser Zeit habe ich mich aber auch ziemlich traurig gefühlt, enttäuscht gefühlt, allein gefühlt, einsam gefühlt, schmerzerfüllt erfüllt, aber vor allem sehr, sehr traurig. Und ich habe da auch aufgeschrieben, dass ich da ein gebrochenes Herz erlebt habe. Nämlich nicht nur, dass ich meine Bezugsperson, meinen Vater damals verloren habe, so hat es sich für mich angefühlt, sondern es war auch sehr, sehr einsam, weil meine Mutter mit ihrer Krebserkrankung zu kämpfen hatte und ich da einen Großteil meiner Zeit mit meinen Großeltern verbracht habe und da war ich 8 Jahre alt ungefähr. Und 2 Jahre später ungefähr ist dann mein Großvater gestorben. Ich war 10 Jahre alt und mein Großvater, von dem habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, der ist in einem Schlaganfall verstorben. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Anruf in der Nacht kam und meine Mutter mich aus dem Bett gezogen hat und wir hingefahren sind und mein Großvater lag dort auf dem Boden, reglos. Und ich habe so viel geweint. Und gefühlt hat es Stunden gedauert, bis da die Leichenbestatter oder ich weiß auch nicht, wer das war, aber es kamen 2 Männer in schwarzen Gewändern mit einem schwarzen Behälter, wo mein Großvater reingegeben wurde und sie haben ihn dann mitgenommen. Und dieses Bild, dieses Erlebnis, das hat sich so stark in mein Gedächtnis eingeprägt.
nicht nur visuell, sondern auch vom Gefühl. Ich habe so sehr um ihn getrauert, denn er war für mich eine Ankerfigur in meiner Kindheit. Ich habe ihn immer sehr einfühlsam erlebt und sehr unterstützend erlebt. Er war für mich definitiv eine sehr, sehr wichtige Person und ich bin jetzt 37, das ist 27 Jahre her und für mich fühlt sich das noch immer genauso an, von dieser Qualität her, dass dieser Mensch für mich ein Herzensmensch ist und das immer sein wird. Also es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Und ich aber auch das Gefühl habe, dass er da herumschwirrt, seine Seele herumschwirrt und mich beobachtet und mich begleitet. Ja. Und da ging halt das weiter, ja, mit dieser Trauer, Schmerz und Einsamkeit. Und in diesem Alter habe ich auch angefangen, mich in Bücher zu verkriechen. Ich war zu Hause und ich habe mich in Bücher verkrochen. Ich war isoliert, weil meine Mutter mir nicht erlaubt hat, mich mit Freunden zu treffen, auf den Spielplatz zu gehen. Sie war eine sehr ängstliche Mutter und ich durfte nicht einmal zum Spielplatz spielen gehen oder mich mit meinen Freunden treffen. Und das hat mich dann immer unglücklicher gemacht. Und dann später, wie ich dann in die Unterstufe gekommen bin, bin ich dann in einen ziemlichen Leistungsdruck verfallen. Irgendwie ein Streben nach Anerkennung, aber auch den Druck und den Anspruch an mich selber. Ich muss überall Einser haben, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, es sind da hohe Erwartungen an mich gestellt von meiner Familie und ich muss denen gerecht werden und das kann ich nur, wenn ich die Beste bin und wenn ich überall Einser habe. Und so habe ich mich selbst immer weiter unter Druck gesetzt, dass ich ja immer die Klassenbeste bin und ja überall gut bin. Ja. Und dann habe ich mich verliebt, da war ich glaube ich 14. Dann habe ich mich verliebt und dann hatte ich meinen ersten Freund und dann habe ich mich irgendwie da so festgeklammert an ihn und wollte meine Zeit dann nur noch mit ihm verbringen und habe dann sogar die weiterführende Schule danach ausgewählt, weil ich wusste, er geht dorthin, also wollte ich dann unbedingt auch in diese Schule gehen. Unsere Beziehung hat nicht lang gehalten, denn er hat mich auch ziemlich häufig belogen. Und er war auch ein ziemlicher Gamer und hatte dann immer weniger Zeit für mich. Naja, auf jeden Fall, ich habe die Schule durchgezogen. Ich glaube, er hat dann nach einem Jahr abgebrochen. Ich habe die HTL durchgezogen. Ich habe echt durchgebissen. Und was mir auch vorhin in den Sinn gekommen ist, ich habe die erste Klasse wiederholt. Nicht, weil ich zu dumm war, nicht, weil ich es nicht geschafft hätte, sondern es gab einen Buben, der mich dort extrem gemobbt hat und alle gegen mich aufgehetzt hat. Ich weiß nicht, was derjenige gegen mich gehabt hat. Ich weiß es nicht. Aber es war so unschön, dieses Mobbing, dass mich dann keiner mehr mochte in der Klasse, weil er alle gegen mich aufgehetzt hat, mich nur noch bloßgestellt hat vor allen und ich dann verstummt bin und mich nicht mehr getraut habe, etwas zu sagen, weil er alles einfach immer total ins Lächerliche gezogen hat. Ich wollte dann auch nicht mehr in die Schule gehen und ich hatte in Mathe dann einen 5er im Jahreszeugnis und ich hätte zur Nachprüfung gehen können. Und ich habe mich aber dann dafür entschieden, die Klasse zu wiederholen, einfach damit ich in einen neuen Klassenverband komme. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendjemandem erzählt habe oder ob es das erste Mal ist, dass ich darüber berichte, dass ich damals gemobbt wurde und deswegen die Klasse wiederholt habe, freiwillig, nur um nicht mehr mit ihm in einer Klasse sein zu müssen. Ich habe es auch gar nicht meiner Klassenlehrerin erzählt, sondern ich habe ihr einfach gesagt, ich fühle mich in Mathe einfach nicht gut genug und ich würde deswegen gern die erste Klasse nochmal machen. Ja, ihr kennt jetzt den wahren Grund. Wie ich dann mit der Schule fertig war, beziehungsweise bleiben wir noch bei der Schulzeit. Ja, also die HTL geht ja 5 Jahre, ich habe halt eine Ehrenrunde gedreht und habe 6 Jahre die Schule gemacht. Da habe ich mich dann wie ich das zweite Mal die erste Klasse besucht habe, habe ich mich dann in jemanden verliebt und mir wurde nämlich ein Junge vorgestellt und da hat es irgendwie sofort geklickt bei uns, ja. Wir waren dann noch 2 Jahre zusammen. Es war meine erste große Liebe, meine erste längere Beziehung und sie hat sich halt richtig, richtig intensiv angefühlt. Die ersten 3 Monate war irgendwie alles total romantisch, total schön. Und dann begann es eigentlich immer so ein Auf und Ab und das ging dann 2 Jahre lang. Und ich habe mich in dieser Zeit irgendwie, wie soll ich sagen,
ein bisschen durch meinen geringen Selbstwert. Ich hatte einen sehr geringen Selbstwert und ich habe mich dadurch auch immer irgendwie selbst verbogen und auch selbst übergangen und verraten. Er hat mich schon ziemlich verletzt häufiger und enttäuscht. Und trotzdem habe ich es immer wieder, bin ich ihm immer wieder nachgelaufen, weil die Gefühle einfach so intensiv waren und ich habe mich da total in eine Traumwelt irgendwie, glaube ich, geflüchtet. Ja, in meine Fantasie war das mein Traummann und das hält für immer und wir heiraten und wir werden für immer zusammen sein und ich hatte immer das Gefühl und die Angst, wenn er es nicht ist, dann wird es keiner sein und deswegen habe ich immer über alles hinweg gesehen und bin immer wieder zu ihm hin und habe ihn sogar angebettelt, dass wir es nochmal versuchen. Und am Ende war es dann wirklich nicht schön, weil wir uns immer wieder in Streits hat das Ganze immer wieder ausgeartet und es hat dann einfach irgendwann nicht mehr funktioniert und dann war es dann halt irgendwann ganz vorbei. Es war auch die Zeit, wo ich das erste Mal mit Alkohol und Fortgehen in Berührung gekommen bin. In diesen 2 Jahren habe ich das erste Mal, bin ich fortgegangen und habe mich betrunken und hatte mein erstes Wodka-Erlebnis und das war irgendwie auch, es war ja eine nicht so schöne Zeit. Ich war unglücklich wegen der Beziehung, ich war unglücklich, meine Eltern waren getrennt. Mein Vater hat eine neue Frau geheiratet. Meine Mutter war nach wie vor mit ihrer Krebserkrankung, weil die immer wieder gekommen ist, beschäftigt. Und es war irgendwie nirgendwo Platz für mich. Ich konnte nirgendwo ich selbst sein und nirgendwo war auch Raum, um meine Gefühle auszubreiten. Ich konnte mich niemandem anvertrauen. Ich konnte mit niemandem darüber reden, wie es mir geht und was ich alles mit mir herumschleppe. Diese ganze Enttäuschung, Schmerz, Trauer, Einsamkeit. Ja, nicht einmal das Mobbing habe ich ja jemandem erzählt. Und ich glaube, das war eine Zeit, wo ich angefangen habe, mich selbst zu verlieren, einen sehr geringen Selbstwert aufzubauen, sage ich einmal, ja. Mich in Alkohol und Fortgehen zu flüchten, um irgendwie das Ganze irgendwie zu überstehen. Ja. Ich kann's nicht sagen genau, wie ich es zu der Zeit wahrgenommen habe. Es war für mich damals einfach der einzige Ausweg. Ja. Und ich habe mich dann durch diese Zeit ziemlich durchgebissen. Wahrscheinlich auch wegen diesem Leistungsdruck, weil ich für meine Leistung anerkannt werden wollte. Also habe ich mich da durchgebissen durch diese schwierige Schulzeit, durch diese schwierige Mobbingphase, durch diese schwierige, enttäuschende, verletzende Beziehung. Und das letzte Schuljahr war besonders hart. Ich habe mich in keinem Zuhause wohlgefühlt und das schon seit vielen Jahren nicht. Ich habe mich weder bei meinem Vater wohlgefühlt und gut aufgehoben gefühlt, noch bei meiner Mutter, weil dort nirgendwo Platz war für meine emotionale Welt. Ich konnte niemandem sagen, wie es mir geht, wie ich mich fühle und dass ich eigentlich Unterstützung brauche, emotional. Und dann wurde meine Mutter so schwer krank, dass sie eine längere Operation gehabt hat, die viele Stunden ging und es ging mit ihrer Gesundheit immer weiter bergab. Nach der Matura, obwohl ich eigentlich so was Schwieriges geschafft habe, habe ich trotzdem noch so wenig Selbstvertrauen gehabt, dass ich, egal welches Stellenausschreiben ich mir durchgelesen habe, mich nie gut genug gefühlt habe. Ich habe immer gesagt, hey, das kann ich alles nicht, also kann ich mich da nicht bewerben. Ich habe mir nichts zugetraut und habe dann sogar noch in eine weitere Ausbildung investiert, um mich noch besser zu qualifizieren und noch besser auf dem Arbeitsmarkt irgendwie abheben zu können, präsentieren zu können. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich bin einfach noch nicht genug.
Und auch danach habe ich es irgendwie nicht geschafft, in dieser Welt Fuß zu fassen. Und ich habe wirklich jetzt gerade in dieser Woche viel darüber nachgedacht und reflektiert, warum habe ich eigentlich damals nie in dieser Welt Fuß gefasst, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es an meinem geringen Selbstvertrauen und an meinem geringen Selbstwert gelegen hat, dass ich mir das einfach nicht zugetraut, dass ich das kann. Und ich halt einfach auch eine hohe Anforderung immer an mich selber gehabt habe. Ich habe deswegen dann angefangen, beim Mediamarkt zu arbeiten. Studium war für mich erstmal überhaupt kein Thema, weil die Schulzeit sehr, sehr fordernd war für mich. Also das war wirklich ein harter Brocken. Also habe ich gedacht, ich will jetzt einfach mal arbeiten gehen, Gehirn auslüften und ein bisschen Geld verdienen. Und dadurch, dass ich mich zu Hause so unwohl gefühlt habe, wollte ich halt schnell auf eigenen Beinen stehen und wollte schnell ausziehen und mein eigenes Geld verdienen und ja, in meine erste eigene Wohnung ziehen. Und ich bin dann ausgezogen und ja, bin dann in die nächste toxische Beziehung reingerasselt, mit dem ich dann zusammengezogen bin in meine erste eigene Wohnung. Viel zu schnell, das war echt kein guter Umgang. Es war auch eine Zeit eine schwierige Zeit. Und da habe ich auch wieder angefangen zuzunehmen, ja. War auch geprägt von eine Flucht von zu Hause, aber auch von ich kann nicht ich selber sein, wieder von Durchbeißen, Unterdrücken. So ist das weitergegangen. Wir haben uns dann getrennt und ich bin dann wieder umgezogen in meine erste eigene Wohnung, also ohne Partner, sondern allein habe ich dort gewohnt. Und habe dann aber weiter beim Mediamarkt gearbeitet. Ich glaube, 3 Jahre habe ich dort gearbeitet. Mir hat die Arbeit dort Spaß gemacht und ich habe auch in der Zeit angefangen, Vertrauen in meine Fähigkeiten zu setzen. Ich habe mich dort auch hochgearbeitet in kürzester Zeit und das gab mir auch irgendwie Auftrieb, weil ich gemerkt habe, hey, ich mache dort gute Arbeit, das wird anerkannt und das wird auch wertgeschätzt irgendwie, so auf eine Art und Weise. Dort habe ich dann den Vater meiner Kinder kennengelernt und kurz darauf ist meine Mutter verstorben. Wahrscheinlich habe ich mich dann auch in diese Beziehung etwas hineingeflüchtet, denn der Tod meiner Mutter, auch wenn die Beziehung zu ihr immer sehr, sehr schwierig war, aber es war, ja, die Beziehung zu den Eltern ist eine ganz besondere, eine ganz eigene, egal wie schwierig sie ist. Und es hat mir einfach da auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe sie am Sterbebett begleitet und es war ein harter Abschied. Ich wusste, ich muss sie jetzt loslassen, weil sie hat schon so viel gelitten. Sie hat versucht, für mich weiter zu kämpfen. Davon bin ich mir sicher, davon bin ich überzeugt auch, wenn ich bis zu ihrem Tode nicht wusste, was sie wirklich für mich empfunden hat. Ich kann mich erinnern, ich habe danach von der Palliativstation, vom Krankenhaus, 3 Sitzungen mit der Psychologin bekommen. Das war eben für Familienangehörige. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich da tränenüberströmt da gesessen bin. Ich glaube, da war ich 22 Jahre alt und zu ihr gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob mich meine Mutter geliebt hat. Ich konnte es nicht sagen, ich wusste es nicht. Sie hat es mir nicht gesagt, sie hat es mir nicht gezeigt. Sie hatte auch ihren Ballast, sie hatte auch ein sehr, sehr schwieriges Leben. Und deswegen mache ich sie auch überhaupt nicht verantwortlich für meine Kindheit und mache ihr auch nichts zum Vorwurf, denn jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ihr Tod, das hat mir dann den letzten Rest gegeben, kann man sagen. Das hat dann wirklich meinen Lebenswillen komplett zerstört. Ich bin dann auch in eine sehr depressive Phase gerutscht. Ich wollte nicht mehr leben. Ich habe meinen Kummer in Alkohol ertränkt und ich habe irgendwie versucht, trotzdem über Wasser zu bleiben und mir Hilfe zu holen, aber trotzdem habe ich nicht so richtig dafür gekämpft, weil auch wenn ich versucht habe, das irgendwie über die Krankenkasse zu regeln, da gab es keine Plätze und dann gab es da einen Selbstbehalt, nicht mal da war es mir das dann wert, in mich zu investieren.
Das kann ich mich noch erinnern, dass ich gesagt habe, ich habe kein Geld dafür, ich kann mir das nicht leisten. Und dann habe ich mich wieder in diese Opferrolle geflüchtet. Keiner ist da für mich, keiner mag mir helfen, also muss ich da wieder alleine durch und alleine kämpfen. Und ich bin dann in den Sport geflüchtet. Ich habe dann exzessiv angefangen, Sport zu machen, bis zum Bandscheibenvorfall. Also ich habe meinem Körper gar keine Regenerationsphase erlaubt. Ich habe Sport, wollte da auch wieder schnell gut werden und irgendwie, glaube ich, auch so nach Anerkennung streben und schaut's mal her, ich mache so schnell Fortschritte und ich kann das richtig gut und mir macht das so Spaß und ich trainiere so hart und fleißig. Und da habe ich auch das erste Mal mich selber erlebt, wo ich so richtig konsequent an einer Sache dran geblieben bin, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, weil ich ja die HTL auch durchgezogen habe und das 6 Jahre sehr, sehr harter Kampf war. Und für mich hat sich das aber so angefühlt, als wäre ich das erste Mal so richtig so konsequent bei einer Sache, wo ich mein Herzblut reinstecke, ja, bis zum Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich natürlich wieder dem Leben die Schuld gegeben. Jetzt habe ich endlich eine Sache gefunden, die mir richtig Spaß macht und auch das macht sie mir kaputt, ja. So habe ich es damals gesehen, ja, warum darf ich das nicht weitermachen? Ja, jetzt natürlich weiß ich, ich war selber schuld, ja. Es war kein anderer schuld, ich war selber schuld, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe und mir keine Ruhephasen gegönnt habe. Und dann hat mein Körper natürlich irgendwann gesagt, okay, Schluss, aus, es geht nimmer, ja. Und ich glaube, an dieser Stelle machen wir heute Schluss. Wir sind jetzt ungefähr im Jahre 2013 angelangt. 2013 sind wir jetzt ungefähr angekommen. Da war der Tod meiner Mutter. Da habe ich mich so exzessiv in den Sport geflüchtet. Da habe ich dann den Bandscheibenvorfall gehabt. Das war der Beginn von meiner toxischen Beziehung. Ihr seht selbst, ich sehe das jetzt mittlerweile mit viel nüchternen Augen, wie als ich es damals erlebt habe. Ich hoffe, ihr seht es. Ich sehe es mittlerweile so. Ich habe den Vergleich. Ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe, wie ich damals aufs Leben geschaut habe, wie ich mit mir selber umgegangen bin. Und in den letzten 4 Jahren auf meiner Heilreise habe ich so viel innere Arbeit gemacht, den geringen Selbstwert anzukurbeln, versucht, diese Kampfhaltung abzulegen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht mehr so perfekt durchs Leben zu laufen, nicht mehr so kontrollierend durchs Leben zu laufen. So die letzten 4 Jahre war ich sehr, sehr isoliert, aber nicht einsam, sondern sehr zurückgezogen, weil ich mit meiner eigenen Heilung beschäftigt war. Und jetzt an diesem Punkt bin ich da bereit, darüber offen und ehrlich zu reden, das offen zu legen und das, was ich früher als Schwäche angesehen habe, jetzt einfach nur als meiner inneren Welt Ausdruck verleihen, anzusehen. Und im nächsten Video werden wir dann weiter darüber reden, wie es weitergegangen ist nach 2013.